Pfannkuchen für alle Freunde. Heute begeben wir uns an einen der geheimnisvollsten und verschlossensten Orte der Welt, nach Nordkorea. Wir sprechen darüber, wie dieses Land überhaupt entstanden ist, warum es immer noch mit Südkorea im Konflikt steht, woher seine Führer kommen, was das Vergnügungsbataillon ist und was Limousinen mit laufenden Leibwächtern damit zu tun haben. Die Themen sind sehr vielfältig und es wird viele Überraschungen geben. Also, auf die Plätze, fertig, los! Wie wurde Korea zu Nord- und Südkorea? Um zu verstehen, warum wir auf der Karte zwei Koreas sehen, müssen wir ins Jahr 1945 zurückgehen. Bis zu diesem Zeitpunkt stand das gesamte Gebiet der Halbinsel unter der Kontrolle Japans. Sie war eine Kolonie Japans. Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg wurde beschlossen, Korea zu teilen. Alles nördlich des 38. Breitengrades geriet unter die Kontrolle der UdSSR, während der Süden unter den Einfluss der USA kam. Im Jahr 1948 bildeten beide Teile ihre eigenen Regierungen, im Norden eine pro-sowjetische, im Süden eine pro-amerikanische. Und ab diesem Moment begann eine ernsthafte Konfrontation. Beide Seiten wollten die Kontrolle über die gesamte Halbinsel. Ideologie prallte auf Ideologie. Und dieser Kampf, wenn auch nicht mehr bewaffnet, dauert bis heute an. Nordkorea wurde von Kim Il-sung gegründet, einem charismatischen, harten und aus Sicht seines Landes beinahe legendären Führer. Nach ihm übernahm sein Sohn Kim Jong-il die Führung und danach folgte der Enkel, Kim Jong-un. So entstand eine Dynastie, in der jeder neue Anführer von Geburt an darauf vorbereitet wurde, Führer zu werden. Kim Jong-un hat zahlreiche offizielle Titel. Er ist der oberste Führer der DVRK, Parteichef, Oberbefehlshaber der Armee, Marschall, neuer Stern, glänzender Genosse und sogar ein Genie unter Genies in militärischen Angelegenheiten. Jung, ehrgeizig und charismatisch ist er nicht nur der Erbe, sondern auch das wichtigste politische Symbol des Landes. Der Schutz von Kim Jong-un ist eine ganze Armee für sich. Jeden Tag wird er von Hunderten bis an die Zähne bewaffneten Menschen beschützt und insgesamt zählt seine persönliche Garde etwa 25.000 Personen. Und das ist nicht einfach nur ein Wachschutz, sondern eine Elite. Jeder von ihnen erhält eine Unterkunft, Lebensmittelrationen und Ansehen. Dorthin gelangt man nur nach einer strengen Auswahl, physisch, psychologisch und ideologisch. Besonders berühmt ist der äußere Kreis, eine Gruppe von Leibwächtern, die buchstäblich neben der Limousine des Anführers mitlaufen. Erstmals wurde darüber nach dem Besuch von Kim in Singapur gesprochen. Im Fernsehen wurde gezeigt, wie ein schwarzer Mercedes von einem Dutzend Männern in strengen Anzügen mit Ohrhörern begleitet wird. Sie sind genauso groß wie der Anführer, haben ausgezeichnetes Sehvermögen und sind im präzisen Schießen sowie in Kampfkünsten ausgebildet. Das sind die einzigen Menschen im Land, denen es offiziell erlaubt ist, mit einer Waffe in der Hand neben Kim zu stehen. Zweifelst du am Anführer? Mach dich bereit! Im Jahr 2013 soll Kim Jong-un Gerüchten zufolge seinen eigenen Onkel wegen Korruption und eines allzu ausgelassenen Lebensstils hinrichten lassen haben. Ein Jahr später wurde seine Frau unter denselben Vorwürfen angeklagt. Und im Jahr 2015 wurde der Verteidigungsminister der DVRK mit einer Flugabwehrkanone erschossen, weil er während einer Besprechung eingeschlafen war. Stellen Sie sich vor, ein Gähnen. Und das war's mit der Karriere und nicht nur mit ihr. Nach inoffiziellen Angaben wurden seit Kims Machtübernahme mehr als 2 Dutzend hochrangige Beamte hingerichtet. In einem Land, in dem Ideologie, Gesetz und Disziplin ein Kult ist, kann schon der kleinste Verstoß das Leben kosten. Das ist grausam, aber genau so funktioniert ein System, das auf Angst und bedingungsloser Loyalität aufgebaut ist. Die Armee Nordkoreas ist eine der größten der Welt. In ihr dienen über 1.300.000 Menschen, obwohl die Bevölkerung des Landes nur etwa 25 Millionen beträgt. Das bedeutet, dass jeder 20. Einwohner Soldat ist. Und wenn man noch die Reservisten hinzuzählt, erreicht die Gesamtzahl der potenziellen Soldaten fast 7 Millionen. Das ist eine Militärmaschine, die gigantische Ausgaben erfordert. Doch in der DVRK ist man der Meinung, Sicherheit ist das Wichtigste. Das Land verfügt über eine U-Boot-Flotte, Artilleriekomplexe, ballistische Raketen und, was am wichtigsten ist, Atomwaffen. Gerade das Vorhandensein von Nuklearstreitkräften hält nach Ansicht von Experten die USA von einem direkten Konflikt mit Pyongyang ab. Ein Vergeltungsschlag könnte Südkorea oder Japan treffen, daher zieht es der Westen vor, vorsichtig zu sein. Für die DVRK selbst ist das jedoch nicht nur Schutz, sondern ein Symbol nationaler Würde und Stärke. Auf den Schlachtfeldern stehen Soldaten, im digitalen Raum hingegen Hacker. Nordkorea verfügt über eine eigene legendäre Cybergruppe namens Lazarus. Gerüchten zufolge arbeitet diese Einheit unter dem Deckmantel der Aufklärungsabteilung des Generalstabs der koreanischen Volksarmee. Ihre Aufgabe ist es anzugreifen und ihnen ist alles erlaubt. Einbrüche, Diebstähle, Viren, Spionagesoftware. Es wird angenommen, dass genau diese Gruppe hinter den spektakulärsten Cyberangriffen der letzten Jahre steckt, dem Hack der indischen Atomkraftwerke, Angriffen auf Unternehmen wie Volvo, Boeing, Sony Pictures und Garmin. Es gab auch Vorfälle mit Kryptowährungsbörsen und sogar mit dem amerikanischen FBI. Im Jahr 2020 haben nordkoreanische Hacker laut inoffiziellen Angaben rund $300 Millionen gestohlen.
Und diese Mittel sind vermutlich zur Finanzierung des Atomprogramms verwendet worden. Das ist die digitale Armee des 21. Jahrhunderts. Unsichtbar, aber äußerst effektiv. Kim Jong-un liebt, wie schon sein Vater und Großvater, den Landverkehr. Er fliegt fast nie und zieht es vor, mit dem Auto zu reisen. Im Internet kursieren Gerüchte, dass eigens für ihn im Werk von Mercedes-Benz ein gepanzerter Pullman mit höchstem Schutzgrad angefertigt wurde. In seiner privaten Garage stehen laut einigen Angaben bis zu einem Dutzend Supersportwagen, darunter ein Chevrolet Camaro, ein Dodge Viper und sogar ein Ferrari. Offizielle Bestätigungen dafür gibt es jedoch nicht. Dieser Fuhrpark wird nicht schlechter bewacht als ein Atomwaffenarsenal. Selbst den kühnsten Reportern ist es nicht gelungen, auch nur eines der Autos zu fotografieren. Sogar der russische Lada Priora gehört zur Sammlung. Kim hat ihn einmal für eine Armeeinspektion benutzt, aber das Auto war grün und sah ganz gewöhnlich aus. Avto VAZ liefert tatsächlich Fahrzeuge nach Nordkorea, insbesondere für militärische Zwecke. Wenn Sie also auf einem Foto aus Pyongyang ein Auto sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine Priora handelt. Als das geheimste Transportmittel des nordkoreanischen Führers gilt sein persönlicher gepanzerter Zug. Ja, genau der grüne mit dem gelben Streifen. Jeder Waggon ist ein eigenständiges Modul. Es gibt ein eigenes Kraftwerk, Küchen, Wohnabteile, Waggons für die Sicherheitskräfte und sogar eine mobile Garage mit Limousine. In Wladiwostok stieg Kim aus dem 4. Waggon aus, dem am besten geschützten. Die Fenster haben bis zu 5 cm dickes Glas, die Belüftung ist autonom und gegen chemische Angriffe geschützt und der gesamte Innenraum ist gegen Abhörversuche abgeschirmt. Dieser Zug ist sogar in der Lage, einem Atomschlag standzuhalten. Vor der Ankunft des Zuges fährt ein Aufklärungszug die Strecke ab. Er überprüft die Gleise und die Sicherheit und ein weiterer Zug folgt zur Absicherung von hinten. Zusammen mit Kim reisen Minister, der Protokolldienst, Sicherheitskräfte und sogar Köche im Panzerzug. Dieser Zug ist nicht einfach ein Transportmittel, sondern eine mobile Festung, ein Symbol für Kontrolle und absolute Isolation. Kim Jong-un besitzt auch ein Flugzeug. Es handelt sich um eine Ilyushin Il-62, die bereits 1985 gebaut wurde. Sie gilt als das älteste Staatsflugzeug aller Staatsoberhäupter. Die Maschine ist zuverlässig und exklusiv ausgestattet. Sie fliegt selten, hinterlässt aber Eindruck. Bei Verhandlungen erscheint Kim meist mit dem Zug, aber wenn er fliegt, ist das immer ein Ereignis. Außerdem besitzt er eine Yacht. Sie ist riesig, luxuriös und wurde für Erholung und Privatsphäre gebaut. Auf ihr empfing er den NBA-Star Dennis Rodman, seinen engen Freund. Gemeinsam verbrachten sie ihre Freizeit auf einer geheimen Insel, die Kim gehörte. Laut Rodman handelte es sich um ein echtes 7-Sterne-Resort mit vollständiger Infrastruktur, das für nur eine einzige Person geschaffen wurde. Atemberaubender Luxus in einem Land, in dem gewöhnliche Bürger ganz anders leben. Das offizielle Nordkorea ist ein Land strenger Ordnung und makellosen äußeren Erscheinungsbildes. Die Straßen der Städte sind sauber und gepflegt. Das Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad. Es gibt nur wenige Autos, daher wirken die Straßen ruhig und fast geräuschlos. Die Menschen sind schlank, fit und ordentlich. Nicht nur, weil es so üblich ist, sondern auch, weil die Auswahl an Lebensmitteln und Kleidung begrenzt ist. Das Land versorgt sich fast vollständig selbst mit Lebensmitteln. Die Kleidung stammt überwiegend aus lokaler Produktion. Männer bevorzugen strenge Jacken, die bis zum Kinn zugeknöpft sind. Frauen tragen oft Kleider in leuchtenden Farben. Der allgemeine Stil ist ordentlich und bescheiden. Alles ist streng, aber auf seine eigene Weise ästhetisch. Und die Landschaften, das ist eine ganz eigene Geschichte. Terrassierte Reisfelder, sorgfältig bewirtschaftet, als würde sich die Landschaft selbst der Ideologie anpassen. Alles muss unter Kontrolle sein, sowohl die Natur als auch der Mensch. Nordkorea geht sorgsam mit dem sowjetischen Kulturerbe um. Hier liebt man nach wie vor Filme aus der Sowjetunion und zeigt sie auch. Im Fernsehen läuft mehr sowjetische Klassiker als irgendwo sonst. Das ist nicht nur Respekt vor der Vergangenheit, sondern ein Teil der Erziehung. Durch Filme wird das Bild eines richtigen, disziplinierten und patriotischen Lebens geformt. Und die Monumente? In der DVRK sind sie überall riesig, feierlich und symbolträchtig. Eines der interessantesten ist das lokale Pendant zur Skulptur Arbeiter- und Kolchosbäuerin. Nur steht hier daneben auch ein Intellektueller mit erhobener Hand und einem Pinsel zum Schreiben von Schriftzeichen. Das ist ein wichtiges Detail. Hier wird die geistige Arbeit offiziell zu den treibenden Kräften der Revolution gezählt. Das Leben eines Nordkoreaners ist einer klaren Struktur untergeordnet. Die Arbeitswoche dauert 6 Tage, die Erholung erfolgt streng nach Plan. Junge Menschen beeilen sich nicht, Familien zu gründen. Es ist üblich, erst näher an die 30 zu heiraten. Frauen im Alter von 25 bis 28, Männer im Alter von 28 bis 30 Jahren. Zuerst kommt die Arbeit. Bevor man eine Familie gründet, muss jeder Bürger dem Land seine besten Jahre widmen, seine Loyalität beweisen und sich im Beruf oder im Dienst bewähren. Das ist nicht einfach eine Regel, sondern eine gesellschaftliche Norm, die von Kindheit an vermittelt wird. Das Privatleben gilt, so seltsam es auch klingen mag, nicht als Privatsache. Es ist Teil des Systems und die Gesellschaft achtet darauf, wie du es gestaltest.
Im Land selbst ist der Zugang zu Informationen streng eingeschränkt. Radios sind nur mit fest eingestelltem Sender erlaubt. Das Hören ausländischer Radiosender ist verboten und wird mit Gefängnis bestraft. Fernsehgeräte unterliegen einer obligatorischen Registrierung. Frequenzen werden blockiert, die Bedienelemente werden versiegelt. Alles, was der Bürger sieht und hört, ist streng vom Staat genehmigt. Doch außerhalb des Landes hat Nordkorea seinen eigenen Mediensprecher, Stimme Koreas. Das ist ein leistungsstarker internationaler Radiosender, der in 8 Sprachen sendet, darunter auch Russisch. Ihr Ziel ist es, die Sichtweise der DVRK auf weltweite Ereignisse zu verbreiten. Internet gibt es im Land nicht. Stattdessen existiert ein geschlossenes internes Netzwerk, ein Pendant ohne Zugang zum weltweiten Web. Dennoch werden sogar ausländische Publikationen auf Englisch und Französisch für diplomatische Zwecke und propagandistische Arbeit im Ausland gedruckt. Ja, aus Nordkorea fliehen tatsächlich Menschen. Die Gründe sind unterschiedlich. Manche halten das Regime nicht aus, andere sehnen sich nach Freiheit, wieder andere fliehen vor Strafe. Besonders häufig fliehen sie nach Südkorea. Bis 1993 galt dort ein Gesetz, nach dem jedem Überläufer großzügige Zahlungen, eine Wohnung, die Möglichkeit zu studieren und sogar ein Leibwächter gewährt wurden, falls er von besonderem nachrichtendienstlichem Wert war. Aber es gibt auch umgekehrte Fälle. Menschen fliehen aus Südkorea zurück in den Norden. Die Gründe sind manchmal unerwartet. Geheimdienste holen ihre eigenen Agenten zurück, manche stoßen in Südkorea auf Diskriminierung und kommen mit der neuen Realität nicht zurecht und wieder andere verstecken sich einfach vor Strafe für begangene Verbrechen. Unter den bekannten Beispielen sind Offiziere, Generäle und Minister. Es gab auch Überläufer aus dem akademischen Bereich, zum Beispiel einen Philosophieprofessor oder einen Beamten des Ministeriums für Meeresangelegenheiten. Interessanterweise kehren manche sogar mit ganzen Familien zurück und erhalten erstaunlicherweise eine ziemlich milde Behandlung, sofern sie keine wichtigen Staatsgeheimnisse verraten haben. Darf man in Nordkorea alleine spazieren gehen? Wenn du Einheimischer bist? Ja, natürlich. Aber wenn du Ausländer bist, wird dich niemand alleine lassen. Touristen bekommen, selbst wenn das nicht offiziell gesagt wird, fast immer einen persönlichen Begleiter zugeteilt. Er ist hier nicht einfach nur ein Reiseführer, sondern dein Schatten, Beobachter und Wächter der Ideologie. Seine Aufgabe ist es nämlich nicht nur zu erzählen, sondern auch zu überwachen, wohin du gehst, mit wem du sprichst und was du dir ansiehst. Es gibt keine Bewegungsfreiheit. Du kannst das Hotel nicht eigenmächtig verlassen oder einfach so über den Markt spazieren. Alles läuft streng nach Route, Zeitplan und unter Kontrolle ab. Dabei muss man zugeben, dass die meisten dieser Begleiter höflich sind, lächeln und alles tun, damit die Reise in Erinnerung bleibt. Aber das wahre Nordkorea wirst du trotzdem nie ungefiltert sehen. Wenn es um Nordkorea geht, ist es oft schwer zu erkennen, wo die Realität endet und die Fiktion beginnt. Es gibt nur wenige Informationen und noch weniger verlässliche Quellen. Und westliche Medien gießen oft noch Öl ins Feuer, indem sie das Bild des absoluten Bösen erschaffen. Die Dämonisierung der DVRK spielt mit Angst, Sensationslust und Einschaltquoten. Deshalb entstehen zahlreiche Falschmeldungen, von Hinrichtungen mit Mörsern bis hin zu Gerüchten über Vergnügungsbataillone. Manches davon mag wahr sein, anderes ist übertrieben und wieder anderes ist eine bewusste Provokation. Im Land selbst nennt man das einen Informationskrieg gegen ihre Führung. Und die Menschen, die dort leben, werden zu Geiseln dieses Bildes, sowohl des Äußeren als auch des Inneren. Trotz all der Gerüchte, Ängste und Verschlossenheit oder vielleicht gerade deswegen bleibt Nordkorea ein Land, das man sehen möchte, um diese seltsame Atmosphäre von Ordnung und Strenge zu spüren, die Straßen zu sehen, auf denen nicht gelaufen, sondern marschiert wird, mit Menschen zu sprechen, sei es auch nur über einen Dolmetscher und unter Beobachtung in eine Realität einzutauchen, über die die Welt zwar gerne diskutiert, die sie aber selten wirklich versteht. Würdet ihr zu Kim Jong-un zu Besuch fahren? Schreibt es in die Kommentare. Euch allen gute Laune, bleibt bei uns. Und natürlich Pancakes für jeden Tag. Bis zum nächsten Video.